Noras Augen öffneten sich langsam, das grelle Licht des Krankenzimmers blendete sie. Blinzelnd versuchte sie sich zu erinnern, was vorgefallen war. »Sie sind wach«, sagte eine tiefe Stimme. Nora drehte den Kopf und sah Marcel Forster, der neben ihrem Bett saß. Sein Gesicht zeigte Besorgnis. Oder war es Misstrauen? »Was ist passiert?« fragte Nora heiser. Marcel lehnte sich vor, seine Augen fixierten sie. »Sie sind im Hotelflur zusammengebrochen. Ich konnte sie ja schlecht liegen lassen«, versuchte er zu scherzen. Noras Gedanken überschlugen sich. Was hatte er gesehen? Was wusste er? »Danke«, sagte sie vorsichtig. Ich übertreibe manchmal einfach.« Marcel nickte langsam. Die Ärzte haben interessante Blutwerte erwähnt. Noras Herzschlag beschleunigte sich. »Oh, nichts Konkretes«, sagte Marcel mit ärgerlich neutralem Ton. »Aber genug, um Fragen aufzuwerfen. Fragen, die sich hoffentlich noch klären, sobald es ihnen besser geht.« Bevor Nora reagieren konnte, trat eine Krankenschwester ein. »Herr Forster, die Besuchszeit ist vorbei. Frau Schmidt braucht Ruhe.« Marcel stand auf, sein Blick ruhte fest auf ihr. »Natürlich. Wir reden ein andermal. Meine Nummer haben Sie jetzt.« Marcel zeigte auf einen Post-it am Krankenbett. »Erholen Sie sich gut. Ihr Kindermädchen weiß übrigens Bescheid.« Als er ging, atmete Nora zitternd aus. Sie war dem Schlimmsten entkommen, aber wie lange noch? Am nächsten Tag stand Nora in der Lobby des Forster Plaza, frisch aus dem Krankenhaus entlassen, aber längst noch nicht in Sicherheit. Sie musste schnell handeln, um die Kontrolle zurückzugewinnen. In diesem Moment sah sie Anton Peters die Lobby betreten, einen Strauß Rosen in der Hand und Hoffnung im Blick. Antons Herz setzte einen Schlag aus, als er die geheimnisvolle Schönheit vom Flughafen direkt vor sich am Hoteleingang entdeckte. Er kam geradewegs auf Nora zu und versperrte ihr, in seiner Vorstellung charmant, den Weg. »Was für ein Zufall, Schönheit! Ich hätte nie erwartet, dich wiederzusehen!« Nora unterdrückte einen Seufzer, darauf bedacht, ihre Irritation hinter einer Fassade der Freundlichkeit zu verbergen. Sie wollte keinen unnötigen Aufruhr verursachen. »Tatsächlich, ein erstaunlicher Zufall«, antwortete sie ruhig, ihre Stimme so neutral wie möglich. Er hielt ihr die Rosen entgegen. »Ich hoffe, ich bin nicht zu stürmisch, aber ich konnte seit unserer Begegnung am Flughafen einfach nicht aufhören, an dich zu denken.« Nora war immer noch irritiert darüber, dass Anton sie nicht erkannte. Der Mann, dem sie einst versprochen war, stand vor ihr und hatte keine Ahnung, wer sie wirklich war. Die Verlobung war gelöst und trotzdem kreuzte dieser Kerl plötzlich überall ihren Weg. Anton lächelte unbekümmert. »Es scheint, als wären wir füreinander bestimmt. Verrätst du mir deinen Namen?« Nora konnte an Anton vorbei sehen, dass Marcel Forster gerade die Lobby betrat und zu ihr herübersah. Ihre Blicke trafen sich und für einen Moment war kein Wort nötig. Die Augen der beiden sagten alles. Nora nickte Marcel zu und zog das Post-it aus ihrem Mantel, das Marcel ihr hinterlassen hatte. Kurzerhand entschloss sie sich, ihm eine Nachricht zu schreiben. »Danke.« Dann hob sie ihren Blick und widmete sich dem geduldig dastehenden Anton. »Danke, ich fühle mich sehr geschmeichelt.« Sie ließ ein winziges Lächeln um ihre Lippen spielen. »Könnten wir unser Gespräch vielleicht bei einem Kaffee fortsetzen?« Anton, sichtlich begeistert von ihrer Antwort, strahlte über das ganze Gesicht. »Natürlich. Es gibt hier ein kleines Café, das bekannt ist für sein erstklassiges Gebäck. Lass uns dorthin gehen.« Nora war der Gedanke gekommen, dass Anton etwas darüber wissen könnte, was mit ihrem Sohn passiert war. Er war damals dabei gewesen. Vielleicht erinnerte er sich an Details, die sie brauchte, um Antworten zu finden. »Ich glaube, ich habe mich noch nicht richtig vorgestellt«, begann sie und hielt inne, um einen nachdenklichen Tonfall anzunehmen. »Mein Name ist Maria Sonneberg.
Sie hatte den Mädchennamen ihrer Mutter gewählt, eine kleine Halbwahrheit, die ihr die nötige Anonymität sichern sollte. Anton stieß einen bewundernden Pfiff aus und grinste. Eine Frau aus der Sonneberg-Familie. Damit hätte ich nicht gerechnet. In der Nähe beobachtete Marcel, der weiter das Hotel inspizierte, Nora und Anton im Gespräch. Hinter ihm schlich Karl heran, der Assistent, der nicht umhin konnte zu kommentieren. Diese Frau ist wirklich unglaublich, Herr Forster. Sie kommt Ihnen zur Hilfe und jetzt flirtet sie mit diesem anderen Kerl, als wäre nichts gewesen. Was hat sie bloß vor? Marcel schwieg, doch seine Miene verfinsterte sich und in seinen tief liegenden Augen blitzte ein gefährlicher Funke auf. Im Café angekommen, setzte sich Nora an einen Tisch am Fenster und beobachtete, wie Anton ihr gegenüber Platz nahm. Sie wählte die Worte mit Bedacht, lenkte das Gespräch geschickt auf das Namensschild vom Flughafen. Anton, der sich über die Aufmerksamkeit freute, ließ sich nur zu gerne darauf ein. Ach ja, das Mädchen, das ich hätte heiraten sollen, obwohl ich keine Lust dazu hatte. Weißt du, wie hässlich sie war? Ihr Gesicht war so fett, dass man kaum ihre Augen erkennen konnte. Und dann wurde sie auch noch schwanger. Von einem anderen Mann. Noras Herz raste, aber ihre Stimme blieb ruhig. Sie spielte die Verständnisvolle. Ja, ich habe davon gehört. Es war in der Düsseldorfer Gesellschaft ein großes Thema. Aber was ist aus dem Kind geworden? Fragte sie forschend. Ich habe gehört, es wurde zurückgelassen. Anton antwortete zurückhaltend. Was weiß ich? Das ist eine alte Geschichte. Das hast du falsch gehört. Sie hat das Kind mitgenommen, als sie abgehauen ist. Nora spürte, dass er log. Sein Verhalten verriet es. Er wusste mehr, als er preisgeben wollte. Ihre Finger umklammerten ihre Kaffeetasse fester, während sie innerlich vor Aufregung kochte. »Bist du dir sicher?« fragte sie und ihre Augen bohrten sich förmlich in seine. »Das klingt, als wäre da noch mehr.« Anton rutschte unruhig auf seinem Stuhl hin und her, sein Blick wich ihrem aus. »Und was ist mit dem Vater?« bohrte Nora weiter, ihre Augen fest auf Anton gerichtet, während sie auf seine Antwort wartete. Sie wusste, dass dies ein heikler Punkt war und ihre Stimme ließ keinen Raum für Ausflüchte. Aber Anton war bereits sichtbar unruhig geworden. Er spielte nervös mit seiner Serviette und wich ihrem Blick aus. Darüber wurde nie wirklich gesprochen, murmelte er schließlich fahrig, als wollte er das Thema schnell abhandeln. Es war eine verwickelte Angelegenheit und sowohl meine Familie als auch ihre mussten auf ihren Ruf achten. Alles war irgendwie kompliziert. Seine Worte schienen in der Luft zu hängen. Anton wurde etwas ungehalten, ihm war das Thema unangenehm. Was interessiert dich das alles? Wir sollten lieber über schönere Dinge reden. Er bekam wieder einen flirtenden Ton. Zum Beispiel über uns. Und über unsere Zukunft. Nora realisierte, dass sie nun unsicheres Terrain betrat. Erzähl mir was von dir. Was machst du geschäftlich? Anton begann ihr haarklein über seine Geschäfte zu berichten. Nora ließ seine Worte an sich vorbeiziehen, während sie in Gedanken versank. Ihr blutete das Herz, wenn sie an ihr Kind dachte, wo es wohl sein mochte. Sie hoffte, dass es sich nicht so einsam und verlassen fühlte wie sie selbst als Kind. Seit ihrer Kindheit hatte sie lernen müssen, dass Weinen und Aufbegehren zwecklos waren. Sie hatte es stumm ertragen, wenn sie bestraft wurde. Ihre einzige Stütze waren die Worte ihrer Mutter, die ihr einschärften, sich unauffällig zu verhalten. Du musst gewöhnlich und mittelmäßig erscheinen. Du darfst niemandem zeigen, wie klug du wirklich bist, bis du erwachsen bist. Nur so wirst du überleben. Nur so wirst du überleben. Nur so wirst du überleben. Da ihr Vater sie als Kind praktisch unter Hausarrest gehalten hatte, vertrieb sie sich die Zeit mit dem Studium medizinischer Fachzeitschriften über fortgeschrittene Operationstechniken. Als sie schließlich ihr Medizinstudium begann, war sie ihren Kommilitonen bereits um Längen voraus.
Niemand begriff, woher ihre außergewöhnliche Intelligenz kam, doch innerhalb von 5 Jahren avancierte sie zu einer äußerst erfolgreichen Chirurgin. Noras Gedanken kehrten zu Anton zurück, der immer noch selbstverliebt über seine beruflichen Erfolge sprach. Es war fast rührend, wie kindlich begeistert er von sich selbst war. Ich muss näher an ihn herankommen. Er könnte etwas über meinen Sohn wissen. Er könnte der Schlüssel sein, mein Kind zu finden. Der Tag hatte Nora mit seinen Höhen und Tiefen sehr gefordert. Nora wollte nur noch ihre Tochter in die Arme schließen. Als sie die Tür zu ihrer Suite öffnete, riss Hannah sich das Headset vom Kopf und lief ihrer Mutter überglücklich in die Arme. »Mama, ich hab dich so vermisst.« »Ich dich auch, mein Schatz«, erwiderte Nora. »Bist du wieder ganz gesund?« fragte Hannah. »Ja, fast. Ich muss mich aber heute noch ein wenig ausruhen.« »Kein Problem, Mama. Leg dich schlafen. Darf ich weiterspielen? Die haben alle Angst vor mir«, sagte sie begeistert. Nora lächelte und nickte. Heute war nicht der Tag, um streng zu Hannah zu sein. Sie machte es sich auf dem Bett bequem, während Hannah sich wieder ihrem Online-Spiel Kriegerdome widmete. »Die Prinzessin ist da. Alle zur Seite. Ihr sollt sie eskortieren.« »Okay.« »Willst du mal meine Kanone ausprobieren?« »Hey, Dummerchen, fang den Schaden vom Verteidigungsturm ab. Los!« »Ich habe keine Lebenspunkte mehr.« »Hey, warum rennst du weg? Fang den für mich ab, dann kann ich die 5 Punkte kriegen. Ich sterbe!« Hannah war normalerweise ein süßes, gut erzogenes Kind. Aber wenn sie in ihren Spielen vertieft war, verwandelte sie sich in einen kleinen Wirbelwind. Nora konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen, als sie zusah, wie ihre Tochter regelrecht im Spielfieber aufging. Sie wirkte so lebendig, so voller Energie. Wie wunderbar wäre es, wenn Hannah die gleiche Verbindung zu ihrem Bruder hätte, dachte Nora wehmütig. Was für ein großartiges Kind sie war. Sie vermisste ihren Bruder, das wusste Nora. Es muss seltsam sein, einen Zwilling zu haben und gleichzeitig das Gefühl, einen Teil von sich selbst verloren zu haben. Plötzlich sprang Hannah vom Sofa auf und hüpfte wild umher. »Komm schon, du Feigling, es ist doch nur ein Spiel. Wovor hast du solche Angst?« Noras Neugier war geweckt. Wer war dieses Kind, mit dem Hannah da spielte? »Dr. Athena, wir wissen, dass Sie da sind.« Nora fuhr so heftig herum, dass Hannah erschrocken zu ihr aufsah. Bitte abonnieren Sie den Pocket FM YouTube-Kanal und drücken Sie das Glockensymbol für sofortige Benachrichtigungen. Schauen Sie sich unseren Kanal für weitere spannende Shows an.